Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zu einer Preview von mir zu Lost Ark. Lost Ark? Habe ich noch nie gehört. Dann nehmt euch ein paar Minuten Zeit und ich helfe euch eben auf die Sprünge. Das koreanische Entwicklerstudio Smilegate RPG veröffentlichte 2018 das AR-MMORPG Lost Ark. Lost Ark ist also ein bereits existierendes Spiel, welches im asiatischen Raum schon länger auf dem Markt ist. Dort feierte es seit Release einige Erfolge und hat bereits mehrere DLCs erhalten. Bei uns in der westlichen Welt ist das MMO weitgehend unbekannt. Nun hat sich der Publisher Amazon Gaming bereit erklärt, das Spiel für die westliche Welt zu publishen. Dafür haben sie sich am Original-Content bedient und einige inhaltliche Sachen, zum Beispiel den Shop, an die westlichen Gepflogenheiten angepasst. Was erwartet uns? Uns erwarten Leveling, Instanzen, Raids, PvP, Mounts, Pets, Worldbosse, Interaktion mit anderen Spielern, NPCs, Schiffe, eigene Inseln, Achievements und noch vieles mehr. Wir starten zu Release mit der Patchstufe Tier 3 und so mit einem großen Content-Inhalt in das Game. Übrigens, das Spiel ist ein Free-to-Play-Titel mit optionalen Ingame-Käufen. Ach, dann ist es ja bestimmt Pay-to-Win. Jo, das wird dem Spiel als Vorurteil vorgeworfen, aber ihr könnt im Shop nichts Außergewöhnliches erwerben, was ihr nicht auch erfarmen könnt. Für mich ist Pay-to-Win, wenn ihr im Shop etwas erwerben könnt, was andere Spieler nicht in-game erspielen können. Und somit relativiert sich für mich der Vorwurf von Pay-to-Win. Einzige Ausnahme bildet hier ein 30-tägiges Goodie, die sogenannte Kristallaura. Diese steht im Shop zur Verfügung, aber keine Angst, sie wird euch nicht allmächtig machen und ins Spiel eingreifen, aber sie vereinfacht das Reisen und andere Annehmlichkeiten im Spiel. Moment mal, das Spiel sieht ja so ähnlich aus wie Diablo oder Path of Exile. Ja, das wird sich jetzt wohl der ein oder andere denken. Und ja, das Spiel ist aus der ISO-Perspektive und auch die Steuerung ist zu Diablo relativ ähnlich. Ihr habt aber deutlich mehr Varianz in der Skillung und zahlreiche aktive Spells, auf welche ihr zugreifen könnt. Zudem müsst ihr euer Char wesentlich besser und vielseitiger beherrschen. Aber was ist es denn nun? Ein MMO oder ein ARPG? Na, zum einen haben Hack-and-Slay-Elemente und zum anderen Gilden, Quests, PvP, Raids mit Bosskämpfen und Loot. Wir haben eine riesengroße Spielwelt und klassische MMO-Elemente sowie andere Spieler auf der Map. Erwarten uns dann viele Gegner? Yep, wir bekommen es mitunter mit reichlich Gegnern zu tun. Auch im Endgame, wo hauptsächlich Bosse und deren Encounter im Fokus stehen, kommen noch einige Gegner auf uns zu. Haben wir einen festen Story-Modus oder questen wir uns durch? Nein, schon questen. Wir leveln unseren Char auf das Endlevel 60. Ab Level 50 startet für uns das Endgame. Die Spielwelt besitzt mehrere Kontinente, welche wir mit den Schiffen bereisen und erkunden können. Dort erwarten uns sehr viele Questmöglichkeiten. Okay, soweit so gut. Dann erwarte ich den Char binnen vieler Stunden auf Level 60 zu leveln, so wie bei anderen MMOs. Das ist bei Lost Ark sehr einsteigerfreundlich gelöst. Unser Ziellevel ist das Level 50. Von Level 1 bis 50 ist die Spielzeit ungefähr 15 bis 30 Stunden. Ab Level 50 können wir dann am Endgame teilnehmen. Das heißt für uns, wir gehen rein in den Tier 1 Content. Zwischen Level 50 und 60 liegen sehr viele Stunden Spielzeit. Wir gehen dann quasi durch den Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Content. Normalerweise spielt man bei dem Spiel mehrere Twinks. Ob wir mit dem Mass-Content, den wir im Augenblick bekommen, nebenbei noch chillig Twinks spielen, ist die Frage. Ich werde versuchen, zu Beginn 2 Chars zu spielen. Aber hey, bitte spielt nicht unter Druck, spielt euer eigenes Spiel und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, ins Spiel reinzufinden. Wie schon erwähnt, ist das Spiel wahnsinnig komplex. Ihr werdet ein bisschen Zeit brauchen, um das Spiel zu verstehen und vor allem den passenden Char zu finden, der euch Spaß macht. Es gibt in diesem Spiel keine schlechten Chars, nur schlechte Spieler. Ihr könnt in einem Tutorial alle Chars vorher ausprobieren und so eventuell schon mal rausfiltern, welcher Char etwas für euch sein könnte. Jeder Char hat eine andere Spielmechanik und diese sollte einem liegen. Okay, habe ich verstanden. Und was erwartet mich im Endgame? Auf das Endgame ist das ganze Spiel ausgelegt. So erwarten uns unter anderem sogenannte Chaos Dungeons, Guardian Raids und Abyss Dungeons. Selbstverständlich könnt ihr euch auch ins PvP stürzen und auch dort Loot ergattern. Gut, und wie anspruchsvoll ist das Ganze? Die Spielmechanik für einige Bosse bzw. deren Encounter ist recht anspruchsvoll und vielseitig. Sie reichen von einfachen Dungeons bis hin zu sehr anspruchsvollen Bossmechaniken in Raids. Die Chars generell gut zu beherrschen und in der Oberliga zu spielen ist sehr anspruchsvoll. Die Chars an sich sind gut gebalanced und euer Skill ist das Zünglein an der Waage, ob ihr damit performt oder rumgibt. Zusätzlich gibt es noch einige Regelungen, welche recht ungewöhnlich sind. So stehen uns bei Raids nur 3 Stück pro Tag zur Verfügung.
Eine ähnliche Regelung gibt es ebenfalls bei den Chaos Dungeons. Hiervon können wir zwar mehrere angehen, aber der Loot verschlechtert sich deutlich. So heißt es für uns gegebenenfalls auf ein Twink umzuloggen, sollten wir mehr Content spielen wollen. Gut, und wie viele Klassen stehen mir zur Verfügung? Zu Release stehen uns erst einmal 15 Klassen zur Verfügung. Diese sind unterteilt in 5 verschiedene Kategorien und diese sind noch einmal unterteilt in verschiedene Unterkategorien. Der Spielstil der Klassen ist sehr unterschiedlich und wir haben einige MMO-typische Klassifizierungen. DD, Tank-ähnliche, CC und Support-Klassen. Auf die ganzen Gliederungen, die das Spiel bietet, kann ich im Einzelnen gar nicht eingehen. Aber so viel sei gesagt, das Spiel ist sehr komplex. Es ist kein Titel, welchen man mal eben in 10 Stunden durchspielt. Das hört sich soweit alles erst einmal gut an. An was müsste ich mich denn gewöhnen? Ganz ehrlich, die Grafik. Die Grafik ist kein Highlight und mutet mitunter etwas dem asiatischen Comic-Style an. Dies bietet aber wiederum den Vorteil, dass so gut wie jeder PC die Systemvoraussetzungen erfüllt. Und somit seid ihr nicht auf die High-End-Grafikkarten angewiesen. Die Sprachausgabe ist ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig und mutet eher fröhlich an. Die bunte Glitzerwelt ist typisch asiatisch, aber in den Optionen könnt ihr das Bling Bling einstellen. Die Charaktere sind vom Style her eher Schönlinge, welche aber zum asiatischen Comic-Style passen. Was kannst du noch hervorheben? Es gibt sehr außergewöhnliche Elemente wie Schiffe und ihr werdet eure eigene Insel besitzen, welche ihr im Spielverlauf ausbauen werdet. Es gibt auf jeden Fall richtig viel zu entdecken. Die Skillungen und Fähigkeiten sind sehr interessant umgesetzt und ihr bekommt klassisch mit jeweiligem Level neue Spells hinzu. Jeden Spell könnt ihr jetzt auch noch einmal mit dem internen Tripod-System einzeln anpassen und dementsprechend skillen. So sind rein rechnerisch hunderte von Kombinationen möglich, wie ihr eure Spells euren Spielweisen anpassen wollt. Zudem gibt es Gravuren für eure Chars, ähnlich einer Spezialisierung, Kartensets, Runen und. Wir leveln obendrein nicht nur unsere Chars, sondern auch noch unseren Account. Oh je, da befürchte ich ja wieder Serverauslastung und DQ. Dass die Server anfangs überlaufen sein werden, halte ich für unwahrscheinlich. Und ein weiteres New World ist hier sicher nicht zu befürchten. Das Spiel hat pro Server zahlreiche Layer und zwischen den Layern können wir hin und her switchen. Die EU startet mit 9 Servern. So sind diese Server ähnlich strukturiert wie damalige Teile von World of Warcraft. Dort hat man, um die Warteschlangen zu vermeiden, später auch verschiedene Layer auf einem Server eingeführt. Deutsche Server wird es anfänglich nicht geben. Schaut in die Foren, wenn ihr einen sucht, da ist was im Gespräch. Aber für wen ist das Spiel nun was? Natürlich für Gamer, die gerne Skillungen ausprobieren und Gamer, die nicht ewig in der Levelphase festhängen wollen. Du solltest gerne Questen und spielerische Herausforderungen annehmen wollen. Das hört sich alles sehr spannend an. Ab wann geht's los? Der Release von Lost Ark ist für den 11.02.2022 geplant. Besitzer eines Pionierpakets dürfen 3 Tage früher ins Game starten. Die Pionierpakete gibt es unter anderem über Amazon direkt und sind im Preis gegliedert. Das Paket bietet uns 2 Vorteile. Zum einen startet ihr mit der Kristallaura und zum anderen dürft ihr 3 Tage früher ins Spiel. Okay, dann bedanke ich mich für die kurze Zusammenfassung. Sehr gerne, es hat mich gefreut, wenn ich euch etwas ins Boot holen konnte. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir noch ein Abo da. Bis bald, euer Tax.